Herzlich willkommen zu einem neuen Pomade-Shop-Video. Heute mal wieder mit mir, dem Alex, als Ausnahmefall. Probieren natürlich, wann es geht, mal für euch auch Videos zu machen. Aber wie ich schon in der Vergangenheit gesagt habe, es passt nicht mehr ganz so oft. Heute geht es darum, was ist euer Auto wert? Natürlich nicht, da wollen wir nicht mit einsteigen. Und zwar machen wir heute ein Video über so die meistgestellten Fragen, die wir so online bekommen oder die ich auch im Laden bekomme. Und vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen, der sich das Video anschaut. Ihr könnt euch natürlich immer bei uns beraten lassen. Das ist eben ganz, ganz wichtig zu wissen und das Schöne auch. Ihr könnt uns telefonisch erreichen zu unseren Geschäftszeiten. Falls ihr dann nicht die Möglichkeit habt, weil es mit euren Arbeitszeiten kollidiert, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben. Per WhatsApp können wir euch beraten. Und wenn ihr natürlich in der Nähe von München seid, auch im Laden. Und da könnt ihr uns alle Fragen rund um Haarstyling, ich will die und die Frisur, was kann ich damit machen? Es wäre natürlich immer oder sehr hilfreich, wenn ihr schon eine Frisur im Kopf habt, was ihr so machen wollt. Denn das macht es manchmal schwierig, wenn Leute kommen und sagen, ja, was ist denn gut für meine Haare? Ja, es ist eher die Frage, wie willst du denn aussehen? Also wir können euch ja nicht vorschreiben, wie ihr auszusehen habt. Da solltet ihr schon eine Idee mitbringen im besten Falle. Und dann können wir euch natürlich die passenden Produkte dafür empfehlen und euch dazu beraten. Also von dem her, wenn ihr da ein Starfoto habt und sagt, so will ich in etwa aussehen, das wird natürlich ein bisschen schwieriger, immer mit Promis als Beispiel, weil die sitzen 4 Stunden in der Maske unter professionellen Händen. Das ist zu Hause ein bisschen schwieriger nachzubauen. Aber zumindest, dass ihr eine Frisur in die Richtung bekommt, das sollten wir schon eigentlich immer hinbekommen. Also dem her, meldet euch, wenn ihr Fragen habt, aber ich gehe jetzt mal so grob über ein paar Fragen, die uns immer wieder oder am allermeisten begegnen. Und da nehme ich jetzt mal Frage Nummer 1 ist, ich habe jetzt bei euch das härteste Produkt gekauft und meine Frisur hält nicht. So, jetzt haben Kunden mit kerzengeraden Haaren bei uns Produkte gekauft, die zum Afro gerade ziehen sind und sagen, es hält nicht. Da stutze ich dann immer und denke mir, oh, was? Kann ja eigentlich nicht sein. Aber das sind dann halt oft Anwendungsfehler. Und woher soll man es auch wissen? Weil ganz oft der Friseur, oder ich war selten in meinem Leben bei einem Friseur, wo die Frisur nach dem Friseur länger als eine halbe Stunde gehalten, weil auch die sich jetzt nicht die Mühe machen, das Produkt vernünftig einzuarbeiten. Da haben wir jetzt ein Video mit Max, nicht mit Max, mit Philipp haben wir ein Video gemacht, wo es ums richtige Einarbeiten geht. Denn das Entscheidende ist einfach, ich sag's nochmal, das Produkt muss schön in den Haaren verteilt werden, damit eine Frisur hält. Der Fehler Nummer 1, den viele machen, ist, sie verschmieren Produkt in der Handfläche. Und dann wird einfach von vorne nach hinten raufgeschmiert. Und das kann nicht funktionieren. Selbst wenn ich 5 Finger nacheinander nehme, ist alles, was ich in die Haare gemacht habe, hier vorne drin. Dann habe ich hier Strähnen und die sind schwer und fallen mir irgendwann ins Gesicht. Einfach, weil ihr eure Haarspitze schwer gemacht habt und eure Wurzel, da wo der Halt ist, mit keinem Produkt versehen habt. Und es muss genau andersrum sein. Ihr verreibt am besten Produkt nur an die Fingerspitzen und massiert es wirklich nur an die Wurzel runter. Ihr müsst es nicht mal irgendwie durchziehen oder durchstrubbeln, sondern es reicht, wenn man es an die Kopfhaut massiert. Weil am Ende, während ihr kämmt, zieht ihr es automatisch von der Wurzel an die Spitze und der Halt muss unten drin sein. Ganz, ganz wichtig, Produkt verteilen, nehmt euch morgens die Zeit, schaut, dass das Produkt überall drin ist. Das ist das Schöne an den meisten Arten von Pomade. Ihr habt lange genug Zeit, das Produkt ordentlich zu verteilen, bevor es im Fall wasserbasiert eventuell zu hart wird und nicht mehr stylbar ist im Vergleich zu teilweise Drogeriehaargelen, die nach einer Minute schon steinhart werden. Da hat man natürlich nicht die Zeit zum Verteilen. Aber wichtig ist, dass ich gleichmäßig das Produkt in den Haaren habe, auch am Hinterkopf, weil das ist auch ein Phänomen, was ich ganz häufig sehe. Die Leute stylen, was sie frontal im Spiegel sehen. Das ist dann genau bis zur Mitte des Kopfes und am Hinterkopf ist gar nichts. Und dann hat man vorne Textur und hinten nicht. Das fällt mir immer sehr, sehr stark auf bei ganz vielen Leuten. Nimmt einfach nochmal ein Fingerprodukt und macht das an den Hinterkopf. Einfach, dass dieselbe Textur ist. Das schaut viel gewollter, viel sauberer aus, als wenn vorne Striemen sind und hinten ist es matt. Ist ein bisschen seltsam. Klar, ihr seht es im Spiegel nicht, aber man kann ja mit seinem Handy heutzutage auch seinen Hinterkopf ein bisschen im Spiegel anschauen. Das ist, wie gesagt, eine der häufigsten Fragen. Jetzt natürlich Stärke des Produkts spielt natürlich auch eine Rolle neben dem Einarbeiten. Das heißt, wenn ich ein Lockenkopf bin, dann brauche ich natürlich ein härteres Produkt als jemand mit geraden Haaren. Das heißt, da die Festigkeit des Produkts, da muss man ein bisschen ausprobieren und spielen, bis man so seinen Halt auch gefunden hat. Aber ohne, dass es verteilt ist, kann keine Festigkeit wirklich euch einen Halt geben. Das ist eigentlich so das Hauptproblem. Der dritte Fall, warum es nicht hält, ist, ihr benutzt wasserbasierte Pomade und fasst eure Haare an. Das darf man nicht machen. Wasserbasierte Pomade wird im Normalfall hart und erzeugt wie eine Zuckerglasurschicht über euer Haar, die bei Bewegung immer brüchiger wird.
Das bedeutet, wenn das sich einmal gelöst hat, dann lässt sich das im Normalfall auch nicht mehr gut nachteilen. Mit einem nassen Kamm und nassen Fingern kann man ein bisschen was retten. Der Halt wird aber nie so gut sein wie ganz am Anfang. Und das ist eben das Ding. Wasserbasierte Pomade nicht nachstylbar. Na, also wenn ihr das einmal drin habt, nach der halben Stunde härtet's aus, bitte kein T-Shirt wechseln, keine Sonnenbrille hochsetzen im Sommer. Wenn ihr nachstylbare Haare haben wollt, müsst ihr eine ölbasierte oder eine unorthodoxe Pomade nehmen. Wasserbasiert ist vom Effekt eher wie Spray Gel, was einfach nach einer gewissen Zeit fest ist und nicht nachfrisierbar. Solange ihr es nicht anfasst, hält es eigentlich super. Aber wenn man jetzt unabsichtlich sich immer mal wieder mit den Haaren spielt, dann ist wasserbasiert nicht unbedingt das richtige Produkt. Und das sind eigentlich die 3 Fehler, die immer wieder auffallen. Produkt nicht gleichmäßig runtergearbeitet, wasserbasiert wird aufgebröselt sozusagen. So, das ist eine Frage. Ich spicke jetzt mal, was hatten wir denn noch? Wie finde ich die richtige Pomade für mich? Wie ich anfangs erwähnt habe, lasst euch bei uns beraten, eben mit einer Idee, wie das Ganze aussehen soll. Und dann können wir euch dazu natürlich helfen. Jetzt gibt es natürlich die 3 Arten, ölbasiert, unorthodox und wasserbasiert. Alle 3, weil da ist auch nochmal das Thema, was ist die beste Einstiegspomade, das geht jetzt alles einher eigentlich, die gibt es so nicht. Ich würde einfach bei allen Produkten mittelfest erstmal nehmen, wenn ihr gerade Haare habt und wenn ihr vielleicht Lockenkopf seid, Firm Hold, fester Halt bis Heavy Hold, wenn ihr die dann rausziehen wollt, die Locken. Aber eine Medium funktioniert eigentlich für fast alle Haartypen, um eigentlich erstmal eine gute Frisur zu bauen. Und ab da kann man sich dann rantasten, war es mir schon zu stark oder will ich es gerne leichter vom Halt haben. Aber mittelfest, egal ob ölbasiert oder wasserbasiert, wäre so meine Empfehlung für den Einstieg. Jetzt, wie gesagt, muss man natürlich eine gewisse Grundidee haben. Wenn ich sage, ich hätte gerne eine Schwarz-Weiß-Filmfrisur, die schönen Spiegelglanz hat, dann wäre ich bei ölbasiert. Wenn ich sage, ich hätte gerne den Effekt, ich mache morgens was rein und es soll dann wirklich bombenfest werden und den ganzen Tag durchhalten, seid ihr eigentlich bei wasserbasiert gut aufgehoben. Und wenn ihr sagt, ich will das jetzt nicht ölig glänzend, ich will aber, dass es den ganzen Tag nachstylbar bleibt, das macht dann eine unorthodoxe Pomade für euch. Das heißt, mit der unorthodoxen, das ist generell das Beste aus allen Welten, ist auch immer ein gutes Einstiegsprodukt, weil man kann eigentlich mit einer unorthodoxen nahezu jede Frisur bauen, immer wieder nachstylen und ihr kriegt einen seidigen Glanz, also kann man auch da sagen, wenn mir das zu glänzend ist, kann ich auf matt gehen, wenn es mir zu wenig glänzt, muss ich auf ölbasiert gehen. Also von dem her ist unorthodox immer ein nettes Einstiegsprodukt, wenn man erstmal so eine eierlegende Wollmilchsau, würde man jetzt sagen, haben will. Und ansonsten klassische Frisuren, ölbasiert, eher ein bisschen modernere Frisuren, was Fingerstyles sind, lockere Frisuren, eher wasserbasiert, unorthodox. Aber da haben wir etliche, also ihr könnt ja bei uns auf der Homepage sortieren nach mittelfesten Pomaden oder nach wasserbasiert unorthodox. Ich würde einfach mal bei mittelfest und ich kann nur jedem Einsteiger empfehlen, probiert ruhig mal alle 3 Arten aus. Probiert eine ölbasierte, eine wasserbasierte, eine unorthodoxe, um selber für euch live zu erleben, was sind die Vorteile und Nachteile. Dann kein Produkt auf unserer Welt ist perfekt. Es ist leider so. Ein Tod muss man immer sterben bei jedem Produkt irgendwo. Und dann habt ihr für euch rausgefunden, okay, will ich denn, dass es fest wird? Will ich, dass es nachstylbar bleibt? Wie viel Glanz ist zu viel Glanz oder wenig? Das macht's am einfachsten. Ich nehme da als Beispiel immer, wenn ihr verheiratet seid und eine Freundin habt, redet mal mit der, was die in ihrem Leben schon ausprobiert hat. Frauen sind da unglaublich ausprobierfreudig, um Frisuren nachzubauen. Die geben gut und gerne jeden Monat viel Geld auch in der Drogerie aus, um eben neue Produkte zu testen. Und der Mann ist immer eher, ja, jetzt hatte ich das war schon okay, dann kaufe ich es wieder. Das war nämlich schon okay. Na, aber könnte es besser sein, könnte es viel besser sein. Dazu muss man ausprobieren. Probieren geht über Studieren und da muss man sich einfach selber auch ein bisschen rantesten, was einem gefällt oder nicht. Das ist so meine Empfehlung. Und ansonsten, wie gesagt, meldet euch bei uns. Das ist wirklich unser Hauptding. Wir beraten sehr gerne. Meldet euch einfach bei uns, wenn ihr Probleme habt und nicht sicher seid, was ihr nehmen sollt. Weil das macht es bei uns immer recht einfach, wenn ihr jetzt zum Beispiel auch nur ein Produkt gekauft habt und sagt, eigentlich war alles cool, aber das eine hat mich gestört, dann können wir euch vielleicht beim nächsten Mal genau das richtige Produkt sozusagen beschreiben. Also die meisten brauchen bei uns 2, 3 Anläufe maximal mit Hilfe und dann haben eigentlich viele schon ihr perfektes Produkt. Außer man hat wieder eine neue Frisur vor, dann fängt man leider wieder so ein bisschen von vorne an. Gehört dazu. Macht auch Spaß, mir macht Spaß, sollte man auch haben. Haare stylen ist nicht 2 Minuten, wenn ich jetzt eine aufwendige Frisur haben will, sondern dann muss ich mich auch mal eine halbe Stunde hinsetzen. Und sobald ich mir irgendwelche Promis als Beispiel nehme, werde ich eigentlich nicht drum rumkommen, mal eine halbe Stunde im Bad zu stehen. Weil das sind tatsächlich, bei denen schaut das immer total lässig und cool und locker und easy aus.
Ist es aber nicht. Das sind professionelle Stylisten, die denen die Haare machen, damit es genauso cool und lässig ausschaut. Und das im Bad selber zu Hause ist schon anspruchsvoll. Da muss man wirklich Leidenschaft und Muße für haben, dass man das hinbekommt. Genau, dann schauen wir mal, was hatten wir noch? Thema Haarpflege und Haarausfall ist so ganz oft so ein Thema, dass Leute sagen, ich hätte gerne etwas Pflegendes, aber dann soll es auswaschbar sein und das und das und das. Passt auch wieder alles nicht ganz zusammen. Denn an sich ist Haarpflege das Simpelste der Welt. Wir haben alle als Mensch die Haarpflege in die Wiege gelegt bekommen. Wir produzieren pflegenden Talg, Fett. So, und wenn wir das mit Shampoo entfernen, endet Haarpflege. Simpel, fertig, aus, so ist es. Das heißt, es gibt in dem Sinne kein gesundes Haarewaschen, solange ihr euer Fett rauswischt. So, und dementsprechend zählt die echte ölbasierte Pomade als das pflegendste Produkt, weil es eure Haare vor dem Haarewaschen schützt. Es geht beim Waschen nicht raus und somit bleibt euer gesunder Talg drin. Und nur aus dem Grund ist Pomade pflegend. Pflanzenwachs und Öl, das ist nett für unsere Kopfhaut, dass die nicht austrocknet, aber das hat für unsere Haare keine große Bewandtnis. Wichtig ist unser Fett, unser Talg. Na, wenn ihr einen Hund streichelt, habt ihr auch ein bisschen Rückstände. Wenn ihr euren Hund jeden Tag unter die Dusche stellt und mit Shampoo abspült, wird ihr wahrscheinlich relativ schnell Hautprobleme entwickeln. Wir Menschen sind da nicht viel anders. Wir haben uns aber dran gewöhnt und finden es normal, weil dann waschen wir halt mit Antischuppmittel. Ist nichts Normales dran, mit Antischuppmittel zu waschen. Na, aber da ist eben das Ding. Richtig pflegend ist nur die ölbasierte Pomade. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum heutzutage alle Produkte Pomade heißen. Weil die Menschen fragen leider nur noch ihr Handy oder ChatGPT, was ist denn ein gesundes Produkt? Und dann spuckt das Handy natürlich das Wort Pomade aus. So, das ist kein richtig geschütztes Wort. Ich kann einen Sack Kartoffeln mit dem Wort Pomade drauf verkaufen. Das heißt, es schreibt jeder Chemiehersteller auf sein Haargel Pomade und dann denken schon alle, sie haben jetzt was Gesundes gekauft. Nein, das trifft nur auf die ölbasierte Pomade zu. Und in Teilen auf die unorthodoxen Pomaden, weil auch die gehen nicht immer mit einmal Shampoo waschen raus. Wenn man ein mildes Shampoo nimmt, dann bleiben immer Rückstände drin. Das bedeutet auch, irgendwo bleibt ein bisschen gesundes Fett drin. Wasserbasiert kann nicht wirklich pflegen, weil ihr solltet die Produkte ja auch am besten im Abend rauswaschen. Es sind Inhaltsstoffe drin, die nachweislich in den Körper gelangen. Sollte man nicht so lange in den Haaren drin haben. Die sind wasserlöslich, dass man die auf die Schnelle am Abend schnell rausspült und dann über Nacht draußen hat und in der Früh wieder neu reinlegt. Und selbst wenn ihr jetzt sagt, ja, aber ich wasche ja die wasserbasierte nur ohne Shampoo, weil ich will eben nicht das schädliche Haare waschen, die wasserbasierte ist so fest an euren Haaren, die zieht das Fett mit raus. Das heißt, die entfettende Wirkung ist leider genauso gegeben. Es macht nicht viel Unterschied, ob ich jetzt mit Shampoo wasche oder eine wasserbasierte nur mit Wasser. Man kann bei wasserbasiert nicht von Haarpflege sprechen. Allerdings haben wasserbasierte Pomaden oder die wir im Sortiment haben, von den Inhaltsstoffen sind die einfach besser als so manches Drogerieprodukt, wo viele ständig Schuppen haben. Hören wir es immer wieder, dass Kunden, die aus der Drogerie auf eine Layride, auf eine Suavecito, auf eine Reutzel wechseln, auf einmal keine Schuppen mehr haben und dann denken, sie haben eine Haarpflege bekommen. Ist es aber nicht. Es ist einfach von den Inhaltsstoffen so gut, dass es euch die Kopfhaut nicht austrocknet. Aber es ist keine Pflege in dem Sinne. So, Haarausfall, das wird kein Produkt, was in Europa kauft, fördern. Dafür sind die Tests viel zu streng für alle Produkte, die in Europa zugelassen sind. Wenn ihr jetzt auf Temu irgendwas aus China bestellt, keine Ahnung, was da drin ist, da will ich meine Hand nicht ins Feuer legen, aber was ihr so in Europa kauft und was zugelassen ist, da brauchen wir eigentlich keine Angst haben. Haarausfall ist im Normalfall erblich bedingt. Es gibt Krankheiten, die das natürlich fordern, Stress, falsche Ernährung, Ernährung, wo mein Körper nicht gut drauf reagiert. Das kann alles dazu führen. Aber jetzt das Styling-Produkt wird euch keinen Haarausfall begünstigen oder verbessern. Wenn ihr jetzt natürlich eine volle Dose Haarspray drauf sprüht, dann sind eure Haare so hart, dass die wahrscheinlich bei einer Bewegung abbrechen. Aber deswegen fällt es ja nicht aus. Ihr habt dann halt Spliss oder abgebrochene Haare. Schaut natürlich nicht gut und nicht gepflegt aus, aber das wäre, was schlechte Produkte in Anführungszeichen mit euren Haaren machen können. Oder ihr habt ständig Schuppen. Das ist natürlich auch nicht toll. Also eure Kopfhaut ist ein guter Indikator, wie es so eurer gesamten Flora auf den Kopf geht. Deswegen, also Haarausfall, wenn euer Opa und euer Papa eine Glatze haben, dann ist es leider nicht unwahrscheinlich, dass es bei euch auch irgendwann kommt. Wenn alle volle Haare in der Familie haben, dann liegt es wahrscheinlich eher eventuell an einer Krankheit. Muss man dann halt erst die abchecken. Da bin ich jetzt nicht der Richtige für. Aber viele haben Angst, oh, Haarausfall. Oder teilweise auch Leute, die feste ölbasierte Pomaden nehmen, haben das Gefühl, das nehme ich jetzt auch nochmal mit rein, dass sie Haarausfall haben. Weil wenn sie kämmen, ist ihr Kamm randvoll mit Haaren. Das liegt einfach daran, wenn ihr jetzt eine ölbasierte Pomade, die selbst beim Waschen nicht rausgeht,
Normalerweise, wenn ihr ein auswaschbares Produkt habt, spült ihr euch einzelne Haare beim Waschen raus und die seht ihr dann gar nicht. Da steht ihr unter der Dusche und wascht und dann gehen die in den Abfluss. Oder ihr verliert über den Tag einfach, ich glaube 50 bis 100 Haare ist normal, die man jeden Tag verliert. Und bei der ölbasierten sind die komplett gebunden. Die gehen beim Waschen nicht raus, die gehen auch über den Tag nicht raus und erst wenn ihr kämmt, zieht ihr mit raus und die hängen dann im Kamm. Das ist aber kein Haarausfall, das ist völlig normal. Jeder Mensch verliert 50 bis 100 Haare am Tag. Büschel, schlecht. Da geht mal zum Arzt. Ich denke, das ist das Thema Pflege, Haarausfall nochmal sehr zusammengefasst. Dann haben wir, wie lagere ich eine Pomade? Da höre ich nämlich öfters, oh, mir ist meine Pomade ausgetrocknet. Das ist natürlich bei wasserbasierten Pomaden ein Problem. Das Wasser verdampft und übrig bleibt ein Klumpen oder ein Barzhaufen, den man nicht mehr verwenden kann. Bitte schraubt wasserbasierte Pomaden vollkommen zu. Nicht den Deckel nur so leicht und auch nicht nur so halbscharig, sondern wirklich zuschrauben, weil dann halten die im Normalfall dieses eine Jahr, was auf der Dose draufsteht, nach Anbruch. Man bringt natürlich auch Bakterien rein in die Dose mit dem Finger und dementsprechend haben die eine gewisse Zeit, wo man sagen kann, die haben noch keinen Bakterienstamm da drin, der blöd ist und die sind noch verwendbar, aber schraubt die Dosen gescheit zu. Bei wasserbasiert sehr, sehr wichtig. Ölbasiert überlebt uns alle, wann auch immer ihr das Video seht. Ölbasiert kann nicht kaputt gehen. Völlig egal, die Duftöle können ein bisschen schlecht werden, dann riecht das Ding irgendwann wie eine Petroleumlampe. Das haben wir bei Sammlerstücken von vor 100 Jahren, die riechen nicht mehr toll. Theoretisch kann man es aber so noch in die Haare schmieren. Also da ist dann nichts Schlechtes, was die Anwendung angeht. Unorthodox, mal so, mal so. Bei den matten unorthodoxen Produkten habe ich das Gefühl, die trocknen deutlich schneller aus. Das liegt einfach an dem mattierenden Inhaltsstoff. Die auch bitte immer gut zuschrauben und schon auch zügiger aufbrauchen. Da würde ich jetzt auch sagen, länger als ein Jahr halten die nicht. Die nicht matten, unorthodoxen Produkte halten auch gerne mal 2, 3 Jahre. Aber auch da schauen, dass die gescheit zu sind. Auch die fangen irgendwann an, so ein bisschen klebrig zu werden. Dann fühlen die sich nicht mehr so gut an. Also ölbasiert, völlig egal. Könnt ihr nicht schlecht lagern, da kann euch nichts passieren. Unorthodox wasserbasiert, immer schön zugeschraubt lassen. Wasserbasierte Produkte sammeln ist ja eher, dass ihr die Dosen sammelt und nicht das Produkt, weil das Produkt irgendwann schlecht geht. Ölbasiert kann man super sammeln, also bestellt euch nicht 10 wasserbasiert auf einmal, wenn ihr die nicht mehr aufbraucht innerhalb von dem Jahr. Das macht wenig Sinn. Dann kauft lieber 2 Stück nacheinander, 3 Stück nacheinander. Genau, dann haben wir die Lagerung. So, dann haben wir noch etwas, die Optik von Produkten in den Haaren. Weil ich habe ganz oft, dass Kunden mir TikTok und Instagram-Videos zeigen von irgendwelchen, sei es Influencer, ich weiß nicht, was die dann, wo die das dann finden oder was das dann für Leute sind. Auf jeden Fall ist dann immer der Wunsch, ich hätte gerne ein Riesenvolumen und es muss nachstable bleiben und es soll aber auch glänzen, darf aber nicht fettig sein, es soll schön glänzen, nicht ölig und so ganz viele Wünsche auf einmal. Und das kann kein Produkt dieser Welt für euch machen. Da müsst ihr dann 2 Produkte kombinieren. Wenn ich ein glänzendes Produkt nehme, werden meine Haare im Normalfall schwer. Wenn ich ein mattes Produkt nehme, kriege ich Volumen. So, aber das schließt sich dann gegenseitig aus. Also wenn ich Volumen und Glanz will, kann ich gut und gerne ein mattes Produkt runterfüllen und am Ende noch Glanz oben drüber schmieren. Das würde funktionieren. So, der Glanzgrad selber, der ist ganz schwierig, jemanden zu empfehlen, was der richtige Glanz ist, denn jede Haarfarbe glänzt ein wenig anders. Jemand mit schwarzen Haaren, der kriegt schon einen Glanz bei matten Produkten, ehrlich gesagt. Die Kamera wandert. Ja. Also bei schwarzen Haaren hat man immer einen gewissen Glanz, weil die sofort das reflektieren an. Also desto schwärzer, dunkler die Haare sind, desto glänzender oder schneller sehen die glänzend aus, während helle oder braune Haare weniger Glanz haben. Und das ist immer so schwierig auch vom Beraten, weil es kommen Kunden rein und sagen, hey, den Glanz, den du gerade drin hast, den finde ich genau on point, genauso hätte ich es auch gerne. Dann gebe ich dem Kunden die Produkte mit und dann stehen die 2 Tage wieder da und sagen, hey, ich sah aus, als wäre ich in einen Eimer Fritteusenfett gefallen. Ist mir zu ölig, das schaut nicht cool aus. So, und da wird es dann schwierig. Da könnt ihr nur verschiedene Glanzgrade ausprobieren. Jetzt muss man natürlich sagen, der Glanz von ölbasierten Produkten ist natürlich ein öliger Glanz. Und das ist für manche empfinden das schon schnell als fettig, während der synthetische Glanz, den ein wasserbasiertes Produkt macht in Form von Silikonen, als natürlicher empfunden wird, weil der seidiger ist. Und das ist immer so schwierig. Ihr seht euch im Spiegel, ihr müsst euch gefallen. Und da sind wir wieder, was ich vorhin gesagt habe, probiert verschiedene Glanzgrade aus, dann habt ihr schon euren Glanzgrad. Es ist leider
Das ist leider tatsächlich sehr schwierig zu beraten. Deswegen, ich würde mit einem neutralen oder mit einem Natural Finish, würde man eben sagen, im Englischen auch teilweise auf Produkten, das ist ganz gut, um zu starten. Ist mir das schon zu viel, dann muss ich eher matter gehen. Ist mir das zu wenig, dann muss ich eigentlich auf Öl basiert gehen. Aber auch da sind wir wieder bei diesem Einsteigerprodukt, Medium halt. In der Mitte ist immer alles für die meisten die Mitte. Genau, also beim Glanz auch. Probiert erstmal irgendwas mit einem leichten Glanz und dann seht ihr schon, ob ihr noch mehr wollt oder weniger. Aber auch da ist es ein bisschen ausprobieren. Und dieses, ich hätte gern alles auf einmal, was ihr in Videos seht, die 10 Sekunden auf TikTok gehen, das sind Momentaufnahmen. Ich kann euch für ein Fotoshoot kann man ganz viel machen. Das sind nämlich, sind Viertelstunde ein paar Fotos schießen, aber kein 8 Stunden Arbeitstag. Der Riesenunterschied ist, wie eine Frisur hält, ist, ob ich es für ein Fotoshoot und es muss eine Stunde halten oder für eine halbe Stunde oder es muss 8 Stunden halten. Und da sind die Frisuren ein bisschen eingeschränkter, weil der Effekt, den viele Produkte die erste Stunde machen, der ist nach einer Stunde weg und dann ist es was völlig anderes. Und deswegen lasst euch nicht täuschen von Werbevideos, wo ihr seht, dass einer mit langen Haaren und einer Mähne glänzende Haare hat, wo er die ganze Zeit mit den Fingern durchfährt. Das ist in den ersten 5 Minuten aufgenommen worden. Weil danach wird das Produkt, was die meistens verwenden, ich schaue mir das dann immer an, google die Inhaltsstoffe und weiß, dass es ein Produkt ist, was nach einer halben Stunde hart wird. Und dann kann der nämlich nicht mehr durchfahren. Es ist Werbung. So funktioniert immer Werbung. Die zeigen euch ein tolles Video, wie es bei denen ausschaut. Aber ob es dann in 8 Stunden genauso ausschaut, weiß kein Mensch. Deswegen, lasst euch nicht so viel von so Werbevideos täuschen. Da muss man einen längeren Weg gehen, als kurz ein Fingerprodukt kurz mal oben drauf schmieren, wie es da oft gezeigt wird. Also Werbung immer ein bisschen hinterfragen. Das ist immer nicht ganz die Wahrheit. Genau. Und dann haben wir noch die Frage, stimmt, das habe ich auch im Laden häufig. Da oben stehen jetzt irgendwelche Glasflaschen, in dem Fall Hairtonics. Was ist denn ein Hairtonic? Ein Hairtonic ist, wenn man es korrekt verwendet, ein Pflegeprodukt, weil es das Haarewaschen ersetzen würde. Das war das Haarewaschen, bevor Shampoo erfunden wurde auch. Ein Hairtonic soll, also ihr habt ja Fett auf der Kopfhaut und wenn ihr jetzt aufhört zu waschen, weil wie ich anfänglich erwähnt habe, ist Haarewaschen ja eigentlich nicht gut, weil euer Fett entfernt, löst das Hairtonic das Fett von der Kopfhaut. Weil wenn ihr jetzt 2 Wochen nicht wascht, habt ihr irgendwann tote Zellen und das Fett, was irgendwann alt wird und es riecht dann natürlich irgendwann, weil Bakterien zerfallen. Und das ist auch nicht gut. Also einfach das Waschen aufhören funktioniert natürlich auch nicht mehr. Gerade wenn man über Jahre Haarwaschmittel genommen hat und die Kopfhaut eine Überproduktion hat, kann ich nicht einfach von heute auf morgen aufhören und erwarten, dass das alles toll wird. Ein Hairtonic löst das Fett von eurer Kopfhaut und damit kann ich das auch schön in den Haaren verteilen. Es ist in erster Linie eine Alkohollösung, ein Hairtonic, und somit desinfiziert es auch und dadurch kann kein Haargeruch entstehen, wenn man länger nicht wäscht, weil die Bakterien eben abgetötet werden, die sonst diesen Geruch erzeugen würden. Und früher war es auch für Frauen ganz, ganz wichtig, weil heute ist ja, ich glaube, jede Frau, wenn denn Frauen oder wie viele Frauen auch unsere Videos schauen oder von einer Freundin kennen es halt viele oder von einer Frau, die haben einen fettigen Ansatz und staubtrockene Spitzen. Weil das Fett von der Kopfhaut eigentlich in den gesamten Haaren sein müsste, dann schauen die nicht fettig aus, dann sind die auch nicht fliegend und nicht fluffig. Und dafür gibt es heute eine Riesenindustrie, die das ersetzt. Aber technisch müsste einmal das Fett das Haar entlang riechen. Und das dauert natürlich lange. Und früher hat man das Fett von der Kopfhaut gelöst und dann mit einer Wildschwammbürste schön dem Haar entlang gebürstet, dass das Fett gleichmäßig in den Haaren ist. Das ist der Effekt. Das heißt, wenn ich jetzt weniger waschen will, weil ich weiß, dass es eben nicht gut für uns ist, dann kann ich einfach wunderbar einen Hairtonic einbauen jeden Morgen und dann statt Wasser werden die Haare auch besser frisierbar. Also bei mir, wenn ich morgens aufstehe, ich habe ein ganz schlimmes Vogelnest auf dem Kopf. Wenn ich jetzt nur mit Wasser durchgehe, dann immer noch überall Antennen. Mit dem Hairtonic wird es fast so gut frisierbar wie frisch gewaschen. Das ist auch nochmal ein Effekt. Das heißt, es ist ein wunderbarer Haarwaschersatz oder für den, der vielleicht abends duschen geht und in der Früh sagt, ich kriege die Haare nicht mehr so gut hin, auch dann ist Hairtonic super. Aber an sich, für den, der weg will vom Haarewaschen, ein tolles Produkt. Wenn ihr jetzt sagt, hey, beim Barbier, beim Friseur, kriege ich das aber immer nach dem Haarewaschen rein, dann ist es eigentlich eher für die Kopfmassage, für das gute Empfinden. Viele benutzen ja die mit Kühlwirkung, das ist natürlich sehr angenehm dann. Aber da geht es jetzt nicht mehr ganz um Pflege, sondern eher, dass euch der Friseur eine Kopfmassage damit gibt. Das fühlt sich natürlich toll und gut an. Es soll natürlich die Kopfhaut stimulieren, daran ändert aber das Hairtonic nichts, das macht ihr durch die Kopfmassage, also das Hairtonic, Leute, die Hairtonic nehmen, massieren ihre Kopfhaut, das stimuliert die Kopfhaut, das soll natürlich das Haarwachstum anregen, das heißt ja nicht, dass neue Haare wachsen, aber dass eure Haare, die da sind, ein bisschen schneller wachsen, ist die Massage das wichtigere Tool als das Hairtonic. Also Kopfmassieren kann man sich auch ohne Hairtonic, aber es geht so ein bisschen einher. Genau, aber das wäre Hairtonic. Ich hoffe, ich habe euch
einige Fragen abgenommen, die ihr vielleicht hattet, wenn ihr euch das ganze Video angeschaut habt und es war nicht zu viel, bla bla, und interessant für einige. Und ja, dann sehen wir uns bald mal wieder zu einem neuen Video. Ich wünsche euch was. Schönen Tag, schönen Abend. Bis bald.